Hallo liebe Reptil-TV-Gemeinde, wir haben was richtig Cooles, Spannendes, Interessantes für euch. Wir können es nicht erwarten, euch das zu zeigen und deswegen haben wir euch heute ein Reptil-TV-Special. Ja, ich bin jetzt über 20 Jahre in diesem Reptiliengeschäft, aber es gibt zum Glück immer wieder spannende, tolle, neue Sachen. Und so was Spannendes, Neues habe ich heute für euch. Ich habe hier einen hübschen kleinen Königspython. Und das Schöne und Interessante daran ist halt, dass er einfach nicht nur ein Tier ist, sondern letztendlich, dass es zwei Tiere sind, beziehungsweise dass er zwei Köpfe hat. Klar sind wir uns einig, das ist eine Laune der Natur. Das sollte so nicht sein. Die Natur will das oder braucht es eigentlich nicht. Aber es ist ein schon soweit gesundes Tier. Es frisst, es gedeiht. Es ist ein richtig liebes, sympathisches, braves Tier. Also wenn ihr das mal eine Weile euch anschaut oder mal in der Hand halten würdet, würde es euch auch so gehen. Ist einfach absolut liebes, hübsches Tier und das wollen wir euch heute ein bisschen vorstellen. Die Hübschen hier sind übrigens ein Männchen oder zwei Männchen, wie immer man das haben will. Ja, also wir sehen hier, ab hier beginnen zwei Wirbelsäulen. Ja, jeder Kopf hat eine getrennte Wirbelsäule ab hier. Ja, sind es zwei und hier hinten ist dann eine Wirbelsäule. Deswegen auch der leichte Hubbel hier drin, also das ist irgendwie keine Verkrümmung oder sowas, sondern einfach der Beginn der zweiten Wirbelsäule, die zum Kopf führt. Hintenrum ist es absolut makellos, also keine Knicke oder irgendwas drin. Wir können sehen, beide Köpfe sind aktiv, beide züngeln, beide sind völlig autark für sich, allein. Ansonsten ist das Tier tadellos perfekt, hat keine Macken oder Wirbelsäulenknicks oder irgendwas. Das Tier frisst einwandfrei, das werden wir euch nachher noch zeigen, wenn es hoffentlich klappt vor der Kamera. Es verdaut natürlich einwandfrei. Es wächst schön, also das Tier ist jetzt knapp ein Jahr alt und hat jetzt geschätzte 300 Gramm, würde ich mal sagen. Also ist auch schön gewachsen in dem Jahr. Es sind, wie gesagt, zwei verschiedene Individuen. Man kann es ganz schön beobachten, wenn die rumkriecht. Der eine Kopf will in die eine Richtung, der andere will in die andere Richtung. Und letztendlich müssen sie sich halt doch irgendwie einigen. Macht wirklich Spaß zum Zuschauen auch. Und das Tier macht auch nicht so einen Eindruck, als würde es sich quälen oder hätte es ein schlechtes Leben. Also ich glaube, dem Tier geht es eigentlich ganz gut soweit. Wir haben hier jetzt ein interessantes Röntgenbild von dem Tier. Da können wir genau erkennen, wie ab der Stelle hier die zwei Halswirbelsäulen zum Kopf führen. Hinten dann am Körper ist es dann noch eine Wirbelsäule. Deswegen auch der leichte Knick an dem Tier, den wir sehen, kommt einfach dann der Stelle, wo die zweite Halswirbelsäule beginnt, ist dann natürlich zwangsläufig dieser Hubbel. Ich denke, das ist jetzt einfach ein bisschen zu viel Stress hier mit Kamera und mir drumherum und wir sind ja hier auch nicht im Tierraum. Gut ist ja wirklich, dass nur ein Kopf von beiden frisst, weil würden beide sich um das gleiche Beutetier streiten, hätte man ein Problem. Gut, man könnte sagen, okay, gibt man einfach zwei Beutetiere, aber ich denke mir, dann wäre es auch riskant, dass einfach, wenn beide Tiere gleichzeitig fressen, spätestens in der Speiseröhre, würden die Mäuse sich ja oder müssten die ja aneinander vorbei sozusagen. Und dann gäbe es vielleicht dann Probleme. Also von dem her ist das eigentlich so ganz praktisch, dass der eine der gefräßigere von beiden ist und das Beutetier angenommen hat und jetzt frisst. Meines Wissens gibt es auf der Welt, glaube ich, 4 oder 5 Tiere, die in der Art sind, beziehungsweise also Schlangen in der Art mit den zwei Köpfen, die auch gesund sind, aktiv sind.
richtig fressen, normal leben. Es ist noch meines Wissens ein weiterer Teppichpython in den USA. Es gibt 2 Nattern in den USA, eine Bullnatter, eine Erdnatter, glaube ich. Und in Sri Lanka gibt es wohl ein Tier in einem Zoo mit 2 Köpfen, was auch so eine Natterart sein muss. Ja, und dann haben wir hier unseren hübschen Königspython. Für uns natürlich besonders toll, dass es ein Königspython ist, weil das einfach unsere Schlange schlechthin ist. Zu guter Letzt braucht man natürlich auch einen schönen Namen für die 2 Jungs hier. Die Frage ist, wollen wir einen Namen für beide, sowas Ähnliches wie Hydra oder was es da für Fabelwesen gibt mit verschiedenen Köpfen? Wollen wir 2 Namen, sind ja schließlich 2 einzelne Individuen, 2 Charaktere. Dann gäbe es so Sachen wie Tom und Jerry oder Stan und Ollie oder was auch immer schöne Zweiernamen sind. Da wollen wir eure Meinung dazu, wollen drüber mit euch reden. Postet uns auf Twitter, Facebook, YouTube, sagt, was ihr denkt. Also dann, bis zum nächsten Mal. Denkt dran, checkt meine 2 Balls. Das war nicht so schlecht, ne? Probieren wir es nochmal, gell? Ich sage ja jetzt eh das Gleiche, was ich da gesagt habe. Wir haben ja nicht mehr. Du hast ja gesagt, ihr habt ja gesagt, das war nicht so. Das hat dir gerade so gefallen. Der Schluss war nicht, also zwischendrin war es ja richtig super, oder?